Die Felgen sind von einer Husqvarna 701 Supermoto, 17 Zoll, 5.0 Breite hinten, 3.5er Breite vorne. Ich habe natürlich eine ordentliche Breite hier. Und die gilt es jetzt in die SR einzubauen. Die beiden Felgen sind da. Hier ist noch ein bisschen Müsli drin. Ja. Jetzt habe ich ein neues schönes Werkstatthandtuch. Kann ich mir schön ans Waschbecken legen. Und die andere Felge. So, da sind sie, die beiden Felgen. Jetzt kann man schön erkennen, in welche Richtung es ungefähr gehen soll. Da habe ich noch 2 schöne Reifen dazu bestellt. Ich glaube, die Reifen kommen morgen, aber das packe ich ja eh in ein Video rein. Spannend wird es auf jeden Fall mit der hinteren Schwinge, ob die Felge hier reinpasst und den breiten Reifen, den ich bestellt habe. Das hier ist eine 17 Zoll Felge mit einer 5er Breite. Ich gucke gerade mal, wo sie ist. Hier. Und ja, könnte eng werden. Das Coole ist, das sind Tubeless Felgen, also ich muss keinen Schlauch fahren und habe auch Tubeless Reifen bestellt. Da hast du eine große Auswahl, was man an Reifen bestellen kann. Geil ist auch hier diese massive Bremsscheibe vorne. Ach, die Speichen sind, ach wie cool, ich wollte ja silberne Speichen haben und das sind hier so Schutzdinger drauf. Ach, das kann ich mir noch entscheiden, ob ich die drauf mache oder nicht, das sieht geil. Vorne denke ich wird es gut, die kriege ich schön in die Gabel rein. Hinten wird es ein bisschen problematisch vielleicht mit der Schwinge. Und wenn die Reifen jetzt da sind, dann werde ich die mal montieren, die Reifen, und dann sieht das noch geiler aus. Der ganze Kram. Felgen haben auch echt eine schöne Beschichtung. Und ja. Ich habe mich auch für die Gebrauchten entschieden, auf jeden Fall wegen dem Preis. Und das Coole war wirklich jetzt hier bei dem Angebot, dass die Bremsscheibe vorne, hinten und das Kettenrad dabei sind. Sonst hätte ich ja erst die Felge kaufen müssen, vielleicht auch selbst alles einspeichen und dann noch die Bremsscheiben, die kosten ja auch Geld. Deswegen habe ich mich hier so entschieden und ich finde echt, das ist ein Top-Deal gewesen. Ich habe zwar hier so eine Mini-Macke mal, aber das ist auf jeden Fall in Ordnung, finde ich, für den Preis, den ich so bezahlt habe. Bei der vorderen Felge sollte es eigentlich ganz einfach gehen, die an der Gabel zu montieren, weil ich habe hier die Achse vorne aus der Gabel rausgeschraubt. Die hat 25 mm Durchmesser und hier diese Adapterhülsen haben 26 mm. Boah, ist mit einer Hand echt schwer. So, jetzt habe ich es. Wenn ich das Teil nachbaue, aber halt mit einem 25er Durchmesser. Das müsste Alu sein, es glänzt mir ein bisschen zu viel, deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich Alu ist. Titan kann ich mir aber nicht vorstellen. Hier ist nämlich ein Lager drin, was 30 mm Durchmesser hat. Das ist ganz cool, weil ich jetzt nicht irgendwie neue Lager und sonstigen Kram kaufen muss. Dichtringe funktioniert auch. Ich muss nur dieses Teil hier nachbauen mit dieser Kontur. Hier in dieser zweiten Nut, da läuft der Wellendichtring drin. Und das wäre so die erste Sache, die ich machen muss, um hier das Ganze anzupassen. Also vorne ist eigentlich das Problem gelöst. Da kann ich einstellen, dann noch mit Zwischenhülsen, damit das Ganze hier mittig auch läuft. Und je nachdem, wo die Bremsscheibe sitzt und den Bremssattel. Das gilt es ja alles irgendwie richtig aufzubauen. Dann beziehe ich jetzt noch schnell die Felgen hier mit den Reifen, die ich gekauft habe. Und zwar mache ich das wieder mit meiner Hightech-Reifen Aufzieh- und Abziehmaschine. Das Entspannte wird bei den Felgen, dass die tubeless sind und ich habe auch einen tubeless Reifen, das heißt einfach nur den Reifen draufschmeißen und dann sollte das Ding fertig sein. Bin ich echt happy, weil das mit dem Schlauch ist immer super ätzend. So, dann hole ich mal den Reifen. Hier ist der schöne Reifen, den habe ich schön warm gelagert, damit er weich ist. Den schmiere ich jetzt noch kurz ein und dann schmeiße ich den da drauf. Nur auf die Laufrichtung achten, der Pfeil zeigt nach da, der Pfeil zeigt nach da. Also einfach hier so drauf. Ein bisschen einschmieren und dann draufrutschen. So, und jetzt noch Luft drauf. Und noch die hintere Felge. Das geht echt wirklich schnell mit dem Tubeless-Kram. Hier noch säubern. Das ist mal ein ordentlicher Reifen und eine ordentliche Felge. So schnell sind die Dinger bezogen.
Diese Hülsen sind ja 26 mm, die Achse hat 25 mm, das bedeutet, ich muss diese Hülsen neu drehen. Und dadurch, dass hier auch ein bisschen Spiel ist und hier muss der Reifen ja erstmal und die Felge mittig ausgerichtet werden. Dann messe ich als erstes mal die Gabelbreite. Ich habe jetzt kein passendes Messgerät, deswegen mache ich das in 2 Schritten. Ich messe erst hier mit dem großen und dann mit dem kleinen Messschieber messe ich die Kante hier. So. Und da kommen wir auf 152 mm Breite zwischen den Gabeln. Die Hälfte von 152 ist dann 76 und der Reifen hat ja so eine schöne Mittellinie, danach richte ich mich. Und jetzt schiebe ich den genauso hin, dass er in der Mitte ist. Wenn er einen halben Millimeter falsch läuft, ist jetzt auch nicht tragisch. Und jetzt prüfen wir es nochmal hier, 76, 76, so. Und als nächstes messe ich jetzt den Abstand von der Radnabe hier bis zum Holm und dann weiß ich, wie breit die neuen Adapter in dieser Position sein müssen. Für den ersten Schritt habe ich einfach ein Alurohr hier abgestochen in passendem Maß und das stecke ich jetzt mal rein, weil ich will nicht hier diese Adapter drehen. Das dauert schon ein bisschen, bis man die zurecht hat, genau in den Maßen. Und dann zu merken, dass es am Ende 1 mm nicht passt. Deswegen erstmal hier kurz vorher kleine Röhrchen nehmen. Die Hülsen haben gepasst, das heißt, ich muss jetzt hier die beiden Teile, die Originalen von der Husqvarna, nachbauen mit einem anderen Innendurchmesser und einer anderen Breite. Dann kann man die schön hier reinstecken an die Seite von der Steckachse und dann passt alles perfekt und mittig. Die zeichne ich jetzt mal nach, damit ich die Maße alle mir nicht im Kopf behalten muss. Und dann gehe ich an die Drehmaschine und drehe die Teile beide aus Alu. Als erstes messe ich die komplett nach und zeichne mir mal auf, was die für Abmessungen haben. So, ich habe beide Hülsen nachgemessen. Die sind absolut identisch, ist natürlich auch sinnvoll, weil bei der Fertigung im Produktionswerk müssen die nicht darauf achten, irgendwie 2 zu fertigen, sondern einfach die ballern jedes Mal eine raus, 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 raus. Ja, wichtige Maße sind hier die 30, das kommt nämlich ins Lager rein. Das ist eigentlich 29,95 oder sowas, habe ich mal nachgemessen. Und das andere wichtige Maß ist das hier, 35er. Da läuft nämlich hier in dieser ersten Nut, da läuft nämlich hier der Radialwellendichtring, der Lager schützt, dass da kein Staub und sonstigen Kram eintritt. Diese äußere Nut hier, die ist wahrscheinlich einfach nur, um hier schön dran zu greifen und es rauszuziehen. Also ist nicht so kompliziert. 25er Loch mache ich innen rein und hier 30. Dann mache ich hier so einen kleinen Absatz, hier so ein bisschen einen anderen Durchmesser und dann hier so einen kleinen leichten Winkel und dann die Nut, die muss ich gut einstechen. Da habe ich einen spitzen Meisel, wo ich einstechen kann, das ist ganz gemütlich. Und der Rest hier ist eigentlich uninteressant. Ich gehe wahrscheinlich nicht von diesem großen Durchmesser aus weiter bis an die Gabel, das sieht kacke aus. Vielleicht verjünge ich nochmal hier und mache so eine kleine Rundung ran oder so, mal schauen, irgend so ein Design-Ding. Und dadurch, dass die Dinger 33 sind, muss ich jetzt das andere Maß wählen. Das alte Teil und das neue Teil etwas länger. Jetzt habe ich die Adapter fertig gemacht, die kommen jetzt hier in die Felge rein. Jetzt noch auf der anderen Seite den. Und jetzt hänge ich das Rad wieder in die Gabel rein. So, jetzt sitzt das Rad hier wunderschön drin. Da sind die Adapter. Und es ist auch schön mittig. Also wie ihr seht, ist das Vorderrad jetzt eingebaut und fest installiert. Da muss ich jetzt nicht mehr wirklich weiter was machen. Als nächstes kommt dann die Bremse, die ich hier vorne anbringen muss. Hinten, seht ihr schon, ist das Hinterrad montiert. Und das zeige ich im nächsten Video, wie ich das gemacht habe. Falls ihr das auch sehen wollt, abonniert einfach den Kanal. Dann seht ihr, wenn das nächste Video online kommt.